Ja, und somit ein recht herzliches Willkommen zu Madden 19, liebe Freunde. Ja, wer jetzt gut aufgepasst hat, wird sich fragen, warum. So, jetzt schauen wir mal die Facecam ein natürlich. Warum sind wir hier schon 2 Wochen weiter als wie gestern? Oder war das gestern? Ich glaube vorgestern, wenn wir gestreamt haben. Ja, da ist Folgendes passiert. Wir haben zum Glück, wir waren ja 5-0, jetzt sind wir schon 7-0. Ich habe versehentlich dem Marzio oder LA hier, 96 Ri, versehentlich irgendwie die Rechte übertragen, glaube ich. Ich weiß nicht, wie das gegangen ist. Und Marzio hat dann irgendwie zweimal, glaube ich, einen Spieltag übersprungen. Wie auch immer das gegangen ist, weiß ich nicht. Zweimal vor allem. Ja, folgedessen. Marzio steht hier bei 3-5. Aber wenn er in die Ding kommen will, in die Playoffs, da muss er schon, glaube ich, mindestens positiv sein. Also das könnte dann eng werden noch. Ist er zwar Zweiter, aber die Falcons, ja, da muss er noch zweimal gegen mich spielen. Ich könnte ihn zweimal gewinnen lassen, aber gut, das ist wieder so eine andere Geschichte, das werden wir uns dann ausmachen. Ja, auf jeden Fall haben wir heute die Partie gegen die Buccaneers. Jetzt werden wir mal schauen, wie wir uns schlagen. Wir sind ja mittlerweile immer besser reingekommen. Vielleicht schalte ich zumindest einmal irgendwann einmal auf Simulation oder ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber jetzt spielen wir mal so weiter. So, später wird es dann vielleicht noch eine Runde Dragon Age geben. Mal schauen. Jetzt haben wir jetzt 12:30. Achso, ja, dann wird es 12:30. Naja, schauen wir mal. Planen wir mal eine Stunde ein, würde ich sagen. Trödeln wir gar nicht lang herum. Wir könnten natürlich auch das Spiel irgendwie schnell probieren zum Spielen, aber ich will der KI auch nicht die Defense geben. Nee, du, nee, nee, nee. Das ist nicht gut. Warum kann ich eigentlich nicht mehr... Moment mal. So, zufällig Marzio was umgestellt. Unten bei den... Zufällig. 5 Minuten haben wir. Manuel. Okay, passt. Die Transferphase wahrscheinlich auch vorbei. So, Full Game bitte. So. Was sich das nicht merkt, weiß ich zwar auch nicht, aber gut. 3 Vierer wollen wir haben und Run Balance. Ja, genau. Das haben wir immer, das ist eigentlich ganz nett. Sollen wir heute mit Standard spielen oder schauen wir mal, was die für eine Dress anhaben. Die sind komplett in weiß. Was habt denn ihr für Color Rush eigentlich? Komplett rot. Auch ganz witzig. Color Rush Alternative ist eigentlich... Ja, nur andere Socken und andere... Okay, passt. Der spielt es komplett in weiß. Dann könnte man noch die Bands vielleicht... Aber komplett schwarz ist auch geil. Ja komm, ich spiele komplett schwarz. Kann man besser unterscheiden. Jo, los geht's. Muss mir passen mit den Dressen bei mir. Ja, unter der Woche natürlich um 0:39 Uhr. Wird es mit Live-Zuschauen wahrscheinlich ein bisschen schwierig werden. Aber wahrscheinlich werden sich die meisten dann danach anschauen. Macht aber nichts. Can McCaffrey
do it again. It's the coach, and this is Madden 19 on EA Sports. Coming up, dual threat Christian McCaffrey, fresh off a big game a week ago, as it'll be the Tampa Bay Buccaneers taking on the Carolina Panthers. I'll have scores around the league for you at the half, but it's time for a little football. So we'll hand it over to our broadcast team, Brandon Godden and Charles Davis. EA Sports coverage of the NFL takes us to the Carolinas and Bank of America Stadium here in Uptown Charlotte. Just a few moments ago, this building was shaking as the Carolina Panthers emerged from the tunnel here in Charlotte. They are ready to go as the Panthers are set to match up with the Tampa Bay Buccaneers. Alongside Charles Davis, I'm Brandon Godden. And Charles, we look at this Panther ball club as they interplay here. They can't be any better as we hit the halfway mark. A perfect 7-0 on the year. And when we looked at this team in August and we looked at the schedule, we thought they had the potential to get off to a hot start. But I don't think either of us expected 7-0. On the other side of the field for the visiting Bucs, they come into this one fresh off a victory that finally snapped a 6-game losing streak. And there's nothing like that win that makes everyone happier in the locker room, better on the practice field, and they usually play a whole lot better that next game out as well. And that'll carry over the back line of the end zone for a touchback. So here are the Panthers now for their opening drive. They'll have Cam Newton calling the shots. The big man under center at 6'5", nearly 250 pounds. Na gut, dann schauen wir mal. And the reason I do, he tends to stand an even keel. Doesn't let too much So, jetzt werden wir auf die Tube drücken. Ich glaube, die Receiver haben wir in 3 auf den C2er-Position, glaube ich, gegeben. Yes, he had an interception last week, but he found a way for his team to win. Holen wir mal hier Jesse James aus wieder. Du gehst wieder auf meine Slant, bitte. Und go. Boah, da ist schon einer durchgekommen. Oh, der ist langsam, der Jesse James. Leider. Sonst, boah, wenn der schnell gewesen wäre. 6 catches, 77 yards, and a touchdown. That was a nice job there pulling that one in. Now, this is an offense that will certainly spread the ball around a bit, and this is a guy the defenses had better focus on. Wollen wir mal einen normalen Run mit McCaffrey. Mal schauen, wie die Line hier steht. Boah, da ist er gekommen hier von der Seite, aber wir sind ganz gut durchgestartet eigentlich. Da müssen wir schneller rein, Überspringen wir gleich einmal. Look for him to be more actively involved in the running game in 2018. Yes, he can run between the tackles. On second down, here's Newton. Got a man, it's the rookie from Maryland, DJ Moore. Down just shy of midfield at the 49-yard line. Halfback dive for him. These two have hooked up this afternoon, and it's a first down. I think it all came together there. In-breaking route, drove it with excellent pace. Money throw right there to move the sticks. On first down, this is McCaffrey. And yep. He's able to get across midfield and down into Buccaneer territory. It's a 6-yard pickup, and it gets him to 2nd and 4. This running game's so important for them, and they know that. It helped lead him to a victory last week when he was over. Ja, komm, den will ich sehen. Let's face it, it's their identity. And that's what they want to play to. They want to be that team that runs the ball really well each and every week. And right now, we're seeing a pretty good pattern of that happening. Du bleib mal da stehen. To throw on second down is Newton. Na, geh doch weiter! Ah, fuck. Oh, eine Flag. Face mask. Personal foul. Face mask. Defense. Ja. Und der Opponent.
Ja, auf jeden Fall. Sehr gut. Waren das jetzt 10 Yards Strafe noch vom Ding her? Next thing you know, they'll march off another 15 against your squad. Now it's 1st and 10, a big mistake, especially when you factor in the personal foul yardage. Ja, warte, Samuel, geh mal auch auf die Slant. Now a first down throw for Newton. Na, denke mal doch, oh. Wasn't a ton of space, but a great move. He's able to work it to the 20-yard line. 7 yards, the pickup on the pitch and catch. Nothing fancy on first down, but a McCaffrey. very consistent type of a play. Hit that slant. A lot of people call it an extension of the running game, and it can be if that pass is completed. Because you hit a guy on the run like that, you often can go for big yardage. Sets him up nicely for such. Will take it across for a Panthers touchdown. A great effort there. McCaffrey. Ja, vielleicht auf Simulation oder ein Schwierigkeitsgrad höher. Kommt er vielleicht nicht ganz so durch. Ich weiß nicht. Ja, vor allem gegen beide hier. Waren das 2 O-Liner. Die 2 zum Schluss, oder die normalerweise, den haben wir stehen lassen, okay, aber die 2. Gut, er ist auch ein guter Running Back, das so ist auch nicht. Ja, oder der von hinten, der 50er, hat ihn vielleicht angeschoben, versehentlicherweise, das kann auch sein. Okay, lassen wir das mal so stehen. Kick ist gut. Extra point good by Catanzaro, and it's now a 7-0 game. Out is the kickoff unit as they run up and send this one away. Ah, war schon Maximum. Now it's Adam Humphries on the return. Ja. Ja, aber viel besser kann ich den nicht bringen. So out come the Bucks now for their first drive. They're led out by a man raised in Alabama, went to Florida State. It's their quarterback, Jameis Winston. And I thought it was a really nice performance last week by him. 3 touchdown passes. I think that signifies exactly what he was getting done. He did have the 1 interception. But that's the ratio you say you're okay with, right? If you go 3 to 1, Cover 3 Skype, mal Standard. Oh, Blitz können wir noch immer probieren. He probably told his agent, hey, what's the deal? I should have had a perfect game. They go play action here on first down. Oh, he's going to air it out right away. And he bats it away. Wir haben noch gesackt, glaube ich. Sehen wir das noch? Das war ein User-Sack von uns. Gott sei Dank in echt wäre der vielleicht sogar too late gewesen. Haben wir da Wiederholung? Nein. Ist ein Replay. Gehen wir den mal kurz. Da kommen wir mit der 99. Boah, da kommt aber noch das Sack hier. Ja. Gott sei Dank kein Late-Hit oder so, irgendwas in die Richtung. Die sind ja ganz scharf gewesen. Flat, genau, den nehmen wir wieder. Der gefällt mir ganz gut eigentlich. Ja, hinten mal 30 jetzt halber, falls er doch überlegt zu passen. Ja, User Sack. Da wollte er uns bei 2 und 10 überraschen mit einem Lauf. Aber nicht mit uns. So, wir werden jetzt gerade komplett abdecken hinten. The key is having guys on the roster who are capable of filling in and playing at a high level. That's when you know you've drafted well, scouted free agents well, and stocked your team just the way you're supposed to. Nein! Jetzt läuft er alleine. Ach Gott.
He is tough to bring down, Jameis Winston. Yeah, Charles, I remember calling a baseball game of his. He played baseball at Florida State too, and you saw his legs, tree trunks sprayed in Wo ist mein to those Kabatu? baseball pants. I said, how could anybody bring this guy down? And that's part of the beauty of his game. Zu Because spät he überrissen, has that leider. toughness, that thick body. He may not beat Komm, you hol dann, hol dann, so hol dann. easily, Oh, der war fast zu but schnell für ihn. Halleluja, der ist schnell, der 25er hier. The numbers for him from a week ago. Aber 21 das hätte er können schlauer machen über außen. And I'm eager to see how they deploy Backen ist aber auch eine geile last week, a heavy geile workload. Dressern und so. Do they Das decide to gefallen mir schon bring ganz gut. that down a little bit and try and keep him fresh? Or do they say, guess what? He's locked in. Keep handing him the Hat er football. was? Well, we saw him there trying to get it to the outside, trying to get to the perimeter, but not a whole lot of room there. But there's got to be one positive to that. If you keep moving laterally, creases tend to develop as the game moves on, and they can run it back inside later. They run a draw Ah, here, nein. second down. And he will be brought down at about the 43 that time. The former LSU Tiger Dante Jackson on the stack. Cover 3 Sky und einmal. Ja, meistens geht er über links eigentlich. On third down, Winston. Ah, And he is out of bounds inside the 35. unglaublich. 23 yards on the play. And that's the first connection, the number 1 overall pick in 2015. Ach so, wir sind in finding the Ding number 7 drinnen. Pick in 2014 in Evans. And what a great target Mike Evans is for Jameis Winston. Winston's a pretty accurate thrower, but that catch radius that Evans provides, that makes him that much more dangerous. And they'll try the ground game here with the running back. A nice move he had, but can't break away. And he's brought down just inside the 30. It's a 6-yard gain on the ground, and that'll make it 2nd and 4. That play wasn't quite as big as the play that preceded it, but still. Komm, jetzt blitzen wir mal. Jetzt wollen wir mal einen Blitz aus. Komm, scheiß drauf. Yeah, they didn't get a first down, but still, you'll take runs like that each and every time, won't you? Ja, User 6, sage ich nur, Freunde. As he'll be hit and taken down to the backfield. And the big fella stuffed that one up in a big way. I think doubling him has to be a priority because you can't move up to the next level if you don't take care of him first. Winston from the gun on third down. Now he'll dump it underneath to his running back, complete. Fuck. It goes as a gain of 8 and it moves the chains. Plenty of things to talk about here, partner, but to me, their defense gave up a touchdown. Ja, das ist Kichli, aber How about how they're responding, coming back? That's a big third down pickup to keep their drive aber alive. zu großes Loch leider. Verdammt. And on the ground they go with a running back. And he'll take this inside the 20. Wieder Kichli von Captain, nice. Give him 3 on first down. It'll set up a 2nd and 7. When we talk about Luke Kuechly, you Oh, can't Dallas talk steht about auch his overall 5-2. game without talking about his intelligence and how he controls the whole defense. He quarterbacks that defense, and at times will actually make checks, just like a quarterback would on offense to get them into the right defense. They definitely were on that play. How about that finish? Ah, fuck. And brought down, but not Da ist er wieder durchgekommen, das gibt's ja nicht. 10 to the 7. It's a good gain of 11, sets him Ah. up 1st and goal. Partner, if you want more carries, I think we saw how you get them. Showed that he's got the fresh legs, and he picked up the first down on that run. Don't just ask for them. Show them that you're supposed to get the football. They don't need to run another play here before the 2-minute warning. Let's see if they do it anyway. Jetzt könnte er mal laufen auch. Jameis to throw it. And he hauls it in for the Buccaneer touchdown. In for the score. And the Buccaneers are an extra point away from tying up this football game. And all about time. Ja, aber nicht so gut von uns. Short slant, Charles. Exactly right. That was timed up so well. The route, the Komplett throw, frei. touchdown. Gegen die Redskins hat das so gut funktioniert alles. Cairo Santos on to try the extra point.
Ah, weiter hinlaufen hätte ich müssen. Zu früh gesprungen. So that drive 12 plays in length and it ends with a touchdown for the Bucks. 2 Minuten, jetzt müssen wir noch irgendwie scoren. On the return, it's Kenyon Barner. Oh, eluding the tackle. And he'll take this across the 25, couple extra yards up to the 27-yard line. Carolina getting set to take the field. Defensive hat mir nicht gefallen, muss ich ehrlich zugeben. He'll be here before you know it. If it ended today, they would be the number 1 seed. And that's a great spot to be in, but I love the phrase, if it ended today. And Ah, komm. Discussed in their locker room, in their meeting room. Ach Gott, die blitzen wieder so. It's not ending today. Eieiei. Continue to play the type of ball that put them in Haben wir auf 5 Minuten eigentlich eingestellt? Da kann man so relativ kurz fast vor. Der Marzio auf 5 umgestellt? Nein, glaube ich gar nicht. At halftime, as we do all season, we'll send it down to Jonathan Coachman in Orlando. He'll have all the stats and scores from games in progress around the NFL. The best multitasker in the business, the coach. 2nd and 10 now from the 27. Second and 10, Newton again. He gets it to Thomas. They'll get 9 there as that sets Thomas. for 3rd down. Den haben keiner gerechnet. Brandon, perfect defense in this situation would have meant that there was an incompletion. They would have picked it off. Okay, so they gave up the completion. But I really enjoyed watching how the defense stayed in sync, stayed in great communication. And as he dragged across each zone, you see him pointing, communicating. There he is, and they passed him off to each defender. Ended up making a nice play, even though it was complete. Looking left side and completing it to Thomas. Auf die Seite raus, jawohl. Zeit steht. Minimum müssen wir ein Field Goal schaffen. You and I talk often about trying to hide receivers in certain situations, but a guy of his size can't really hide him. But the Schlägt man immer den gleichen Spielzug vor eigentlich. effective way to sneak him across the formation for an easy completion and a 1st down. Shit, was ist das? On 1st down, it's Newton. This one complete to Devin Funchess. They showed off a nice juke of the defender before the next wave. Ah, nehmen wir mal einen Timeout, sicherheitshalber. Now hold everything here. We're going to get a timeout by the offense as they'll talk things over prior to this upcoming 2nd down play. Heute wieder nicht so eine einfache Partie. Washington hier, 7-7 gegen Atlanta. Gegen uns noch verloren, aber gut, das waren schon vor 2 Spielen. That last catch short of the marker by just a yard leaves him with a very manageable 2nd and 1. To the air again, Newton. Ja, der schnell, der schnell, der schnell. Und lauf raus, nein, lauf raus! Wieso macht er nicht? Alter, wieso macht er denn das? Oh Gott, ich hab doch einen Spieler gehabt. Wieso macht er auf einmal diesen Move? Vor allem, warum haben wir immer den gleichen Spielzug? Was ist denn das? Now Newton on 1st down. That's Samuel caught left side. And he'll go out of bounds in the red zone just inside the 20. 5 yards on the catch there, brings up 2nd down. Haben wir keine anderen Spielzüge hier? Das gibt's ja nicht. What's the toughest route to defend? And I'm like, any of them, especially if it's a good receiver, that makes things very difficult. But when you're running a drag route, ja, laufen ist jetzt ein bisschen doof. Going through defenders, using guys almost as screens in order to get open, that makes things tough for guys trying to get to the football. Newton throwing again. And a quick throw here, that's complete.
So, letzter Timeout dann fürs Field Goal vielleicht. 3. und 2. As they'll stop it with a little over 30 seconds to go in the first half of play. Aber wir sollen eher ein bisschen auf Safe So the gehen. offense takes the timeout and they are back out and ready to rock. Ja, Brömer, Jesse James. Trying to keep the drive going here. This is play number 7 on 3rd and 2. Wobei, wenn du... Warte mal kurz. Wenn du jetzt eine Slant laufst... Yes! 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 Den ich als Dritter von dritten auf den zweiten Receiver befördert habe, macht den Touchdown. Jawohl. Samuel. Der ist geil. Der gefällt mir. Special teams defense scrambling, saying we want to preserve this for the final moments of this second quarter. Nice. Cat and zero now for the extra point. Extra point up and good by Cat and zero. And that makes the score 14. Los Angeles Rams hier 7:2, 6-1 Green Bay Packers. Dieses Jahr leider New England 8-0. The kickoff team on the field now as they will send this one away. Ah, kein Risiko hier. Will not get a chance to return this one as it's through the end zone for a touchback. And Tampa Bay trots out there now. And with time quickly fading here in the second quarter, not sure how aggressively, offensively they want to play this. I think we'll find out just how much they trust their guys in this situation if they decide to take a shot. Boah, ich wollte schon drücken. Stellt er noch auf einmal. And they'll go with the ground attack here. And he'll get this one up to the 26. 22 Sekunden, ja. Made by K1 short. One thing to keep in mind, partner, especially in the second half, when you've got a running back Ja, hier ein this Corner size Blitz, and oder? these dimensions, I can just tell you, attrition Warte does mal. set in Alter, for jetzt stellt er um, oder was? because you're excited about hitting him in the first half. Okay, er wollte gar nicht mehr. Alles klar. Und gleich weiter. Constraints, we move you forward in today's broadcast to the beginning of the third quarter. Also bekommen sie natürlich den Ball, auch klar. Das ist der Wind, was ist denn da los? Achso, von rechts, deswegen. Ah, das möchte ich mal. Sehe ich ihn vor, den Wind auch? Oder okay, wenn ich hinten raus haue, ist eh wurscht. Aber er kommt von hinten der Wind, glaube ich. Passt aber kein Return. Nummer sicher. Out come the Buccaneers. They'll have it first to start in the third quarter. They're close game, but they're going to need to do a little bit better probably here at half two, no? I would agree with that totally. I would guess it in the locker room. They talked about cleaning up some of the errors, but overall, I think they wanted to be positive with them. Guys, we're right there. Just not playing as well as we need to. Let's pick it up, and we still have a chance to win this game. Yeah, they do. We'll see if they can pick it up. Yes. Out of the pocket. And he can't find a receiver, and he's brought down. Julius Peppers. 2. und 12, jawohl. Da wollte ich schon fast alleine laufen. Winston. Angetäuscht. I'm gonna follow right along with you because the spot they're in now is a credit to their defense. They've kept them in it by making the plays that they've made. Ah, hier von links, das ist ein Blitz, probieren wir zumal. One big score away from being right back there. Wenn gehen sie eher über links immer, außer er hat wieder umgeflippt. Boah. Ja, 3. und 7, das heißt 3. und lang eigentlich fast schon, etwas länger zumindest. Ja, jetzt ist er leicht unter Druck, würde ich mal sagen. Oh, jetzt hier drücken. Ja, komm.
Sonst macht das eh wieder. Er macht's wieder. Er macht's wieder. Jeder hat einen Mann, Freunde. Jeder hat einen Mann. Jeder hat einen Gegner. Alter, leckt mich doch am Arsch. Das gibt's ja nicht. Bringt er wieder den scheiß Pass an. Das kann's ja nicht sein. Ah, sorry. Sorry, ich schimpf schon wieder. Ich habe noch gesagt, jeder hat einen Mann. Ja, sorry. Das ärgert mich nur immer in der Defense dann. Ja, da war ein 41er. Er war dran, aber... Ja, gut gemacht. Okay, der lässt dann genau stehen. Genau im richtigen Moment geworfen. Da können wir nichts machen. Gut gespielt jetzt. Gut gespielt. Natürlich First Down. Haben es sehr gut gemacht. Genau im richtigen Moment, wo er abgebremst hat, der Pass gekommen. Da springe ich ihm in Angst. Sometimes with the running game, you've just got to stick with it. Look, it's the third quarter, no time to panic. But that also doesn't mean you just do it the same way you've been doing it the entire ball game. Maybe change up some blocking assignments or run a few different plays, but stay with the overall essence of the running game. Ready. They run a draw here on second down. And nothing doing. He's immediately taken down at the line of scrimmage. Officially, no gain on the play, and they're left with a 3rd and 8. Now, they struggled to get him rolling on the ground in the first half, and that's sort of continuing here in the third quarter. Yeah, but I don't think it's time to abandon the running game. I would say keep feeding the horse, and I believe he'll eventually reward them. Das wollte ich ja gar nicht. From the shotgun, it's Winston. Over the middle, he finds Godwin complete. Ja, das war eine blöde Aufstellung eigentlich, das wollte ich gar nicht. 4. und 2, jetzt müssen sie fast banden, das ist gut. Wenn wir jetzt dann scoren, dann schaut's gut aus. Dann schaut's gut aus, Freunde. Wow, das haben wir jetzt mit viel Glück, obwohl wir schlechte Arbeit geleistet haben. Alter, es geht ja nicht hin. Ernsthaft jetzt? Guter Band, ja, da kann man sagen, was man will. Alter Schwede. Auf der 3-Yard-Linie, Halleluja. But in this case, let's go into the virtual locker room, because here's what I think happened. They got in there and they said, listen, let's take control right away. Defense, we got the lead. Defense, don't give up any points. Turn the ball back over to the offense. Wieso läuft er nicht weiter? Wieso? Will doch den selber steuern, verstehe ich nicht. Defense shut him down. Let's see if the offense gets done. And that run there does nothing. Wie gesagt, Freunde, ich bin noch Anfänger. Ich bin jetzt nicht so der Pro. So, Thomas, du blockst mal. Du machst wieder eine Slant. Here's Newton now on second down. Oh, now he bowls him over. And this will be incomplete. Curtis Samuel, the intended target. And it's third. Glück, dass der uns nicht gesackt hat da hinten. Alter, 3. und 2. Scheißdreck. Eieieiei. Ah, Double Cross. Der muss kommen. So, du machst mal hier einen Block. Ja, das passt. Auf Thomas wieder. Der war schon mal wichtig. Jetzt sind wir allerdings auf der 25 jetzt, wo wir eigentlich sein müssten. So ein Lauf. Die Zeit ist einmal grundsätzlich für uns.
he's able to plow forward up to about the 29, just shy of the 30. 2. und 6, ja. Give him 4 yards Ist okay. there. It'll be 2nd and 6. Da haben wir noch Good job there keeping him to a short gain. das eine oder andere Yard noch rausgeholt anscheinend. 2. und 6. Wenn, dann will ich... Komm, gib mir den nochmal. Du blockst mir auch, so. Looking to throw on 2nd down. Newton. Looking left side. He's got Ah, ich wollte rauf eigentlich, der war ja auch frei. Falsche Taste. Only 3 yards on the catch. It's 3rd down. One thing you're hoping for when you run drag routes, you're able to hit a receiver in stride and he can pick up a lot of yardage after the catch. But in this situation, the defense was effective, able to stop him before you get a good head of steam going. And they're not going to get to the line to run another play. So we will switch ends as the 3rd quarter has come to a close. We'll return with more after this. This is the NFL, and it's on EA Sports. And we're back now in Charlotte. It's the Panthers out in front and in control of the football as well as we begin quarter number 4. Aber geht sich das Stick aus? Ich glaube nicht. 3 Yards da mitten durch, das ist auch gefährlich. Ja, hilft nichts, was soll man? On 3rd down. A perfect 3 for 3 as they look to keep that streak going. This time it's 3rd and 3. Out of the gun, Newton. Ja, First Down, nice, nice. Komm, reiß dich. Ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Thomas wieder. Couldn't just sit on it here, could they? Had to throw the ball on 3rd down. Got the big completion in the pickup. Fresh set of downs now. They've got to feel So ein Halfback ISO jetzt. Ganz entspannt. Zeit ist für uns. Ja, passt, 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 passt. I'm guessing you'd say this is kind of the key here. Grind out some yardage, work on that clock, see if you can continue to tick it down. Definitely, you want to bleed things. Ja, der ärgert sich der Trainer. Right, continue to possess the football, gain some yardage, and put the onus on the defense. Do they have to use Gib mir den noch einmal. What are they going to do to stop you? You're taking charge. Gib mir den noch einmal. Eine gute Aufstellung wieder den auch verraten, dass wir nicht unbedingt passen. Eventuell. Aber es hat eigentlich ganz gut funktioniert. Was war jetzt? Der pfeift schon ab, und wollen wir noch gar nicht unten waren? Aber First and 10 auf jeden Fall. Und kam da der Pfiff, da sind wir doch gerannt fast. They're handling things up front, and it's not just the offensive line. It's everyone. You're seeing the guys on the perimeter blocking downfield and making sure Wollen wir noch mal laufen? So yeah, you're exactly right. The air's out of the balloon. Ich sag, die Zeit ist für uns eigentlich. Aber zu oft soll man es auch nicht probieren. Vor allem mit demselben Spielzug. Ja. Aber andererseits, solange er funktioniert eigentlich. Offensively with the lead, you want to run the ball, keep the clock going, but you also want to still kind of be in attack mode too, right? So how do you do that and not come back? Draw, ja genau. Stellen wir mal ein bisschen anders auf und probieren wir das mal. 2nd and 2. Obwohl. And make sure that they're still attacking, yet at the same time not going so fast as to leave too much time on the clock. Ja. Oh, oh. Nothing but green grass here, middle of the field. Touchdown, Carolina. McCaffrey. Great play there with his 2nd touchdown of the game, number 7 on the year. And the Panthers add on to their lead. Well, that was absolutely ideal for them, wasn't it? Trying to solve this game away. I think one of my kids just graduated in the amount of time they had the football. That was absolutely impressive. Everybody wants those salt away McCaffrey. drives. What makes them successful?
Sehr gut. Mit Cam gar nicht gelaufen. Das vergesse ich immer auch. Ich traue mich auch nicht so oft. Oder überhaupt, ich denke auch nicht dran. Oder zu selten eigentlich. Sehr gut. Perfekt. So that one a pretty time-consuming 10-play drive. And the last play on the drive, the touchdown run from Christian McCaffrey. Pittsburgh 4-2, ja. Sehe ich jetzt hier den Wind? Nein, ich sehe ihn hier gar nicht, oder? Jetzt. Ein bisschen mehr nach links gleich, aber auf die 10, ja, gegen Wind, deswegen. Oh, Fumble! Ja, wir haben den Ball! Yes! Nice! And one thing I love about going to practices is trying to get around coaches and hear their catchphrases and what they really emphasize. We haven't been to a single one yet this year where a guy fielding a kick, you don't hear der Fumble da. So gut angefangen bis zur Halbzeit eigentlich. Und ja, aber da hat schaut jetzt extrem aus, wie es eigentlich war. McGarvey, komm, lauf! They pick up 12 on the play there and they move the chains. He's still rumbling, isn't? Ja, wisst ihr, was wir jetzt machen? Mit McCaffrey gehen wir gleich einmal raus, zwecks Verletzungsgefahr. Warner rein, genau, denn der hat ja schon mal gespielt. Newton lassen wir drinnen. Wide Receiver. Statt Funches. Also mal Right spielen. Hayden, Jesse James. Du machst auch eine Pause. So, wir schonen alle. Die wichtigen Leute, Ja, den Spielzug ist er vielleicht noch drin, schauen wir mal. Ja, da ist schon Aber, wie heißt er? Right. 2-minute warning. So it's Panther football as we welcome you back. And no doubt what they're looking to do is just salt away the final couple of minutes and escape with a win. Now the former Oregon man, this is Kenyon Barner. And a pretty little juke move there on a nice game. Yep. So fresh out of the 2-minute warning, and here's another timeout taken with 1:55 remaining. Laufen. Zeit von der Uhr nehmen, Freunde. Zeit von der Uhr nehmen. Kein Risiko eingehen. So they come up on second down if they can get another run like we just saw. 4 Wide Receivers aufgestellt, ob es da drauf reinfallen? Da müssen wir mich verarschen, wieso jetzt mit McCaffrey drin, was soll denn das? Keine Ahnung, käme jetzt weniger aus, das ist was mit der Aufstellung wahrscheinlich. Ja, da bekommen wir jetzt einen Hit und wenn er sich jetzt verletzt hätte, dann hätte ich aber die Krise gekriegt.
Timeout schon wieder von den Berkenis natürlich, keine Frage. 1,51, Dritter und 1. Wir laufen hier beinahe weiter. Stellen die Wide Receiver auf, dann können sie nicht so die Linie zustellen. Da werden wir hoffentlich den einen Yard hier machen, aber sicher bin ich mir auch nicht. Alter, geh weiter, geh weiter, geh weiter, geh weiter! Alter. The Bucks forced to use their third and final timeout as they'll head to the sideline and talk over what to do next. Ja, scheiß drauf, wir nehmen ganz entspannt das Field Goal mit. Da brauchen wir gar nicht lange überlegen. Den einen Yard könnte man nochmal probieren. Quarterback Sneak. Nee, scheiß drauf. Now Chandler Catanzaro for the field goal here. This to make it a 3-score game late. Ja, 3-Score, das ist wichtig. Da gehen wir 0 Risiko. So with that, you figure this game's pretty much out of reach at this point. Yeah, it's going to take a heck of a comeback to come from Ja, das war an und für sich spannender. Warum sehe ich jetzt den Wind nicht? Miracles can happen, and you want to be here in case it does. You're a company man. I like that though. Set now to kick this one away and off it goes. War eigentlich spannender als gedacht. Oder wie es jetzt aussieht. Here's Humphries. Sicher der Fumble war dabei. Aber der kann uns auch passieren, dann schaut es ganz anders aus. And Tampa Bay trots out there now. They're down big here late. I don't know. You just one last drive here for pride. Some people like to do that. I remember playing for a guy once. We were down huge, and someone said, "Coach, what do you want to call?" He just waved a hand like, "Who cares? Let's get out of here and do something some other time." But some teams like to do something at the end to feel. Ah, das ist mein Fehler. Jetzt habe ich den Linebacker genommen, nicht Trottel. Und wollte eigentlich nur umstellen. Alter, ist da keiner in der Mitte, will wir verarschen? And he'll be taken down, but not before he works it past the 50. 12 yards that time for number 12 as they move the chains. The first down throw for Winston. He hits Rodgers in the flat, and he'll get it down here to the 43. It'll be a 3-yard gain, and it'll make it a second down. Now they got to get to the line quickly. Das haben sie natürlich eilig. Jameis again. Er fängt ihn, er fängt ihn. Die KI schafft einfach alles. Die KI schafft einfach alles, wenn sie so Gas geben zum Schluss. Ich verstehe es nicht. Ja, jetzt spiked er, weil er keine Timeouts mehr hat. Ja, aber das schafft er nicht mehr. 3 Score schafft er nicht mehr. Winston. Throw right side, take it in by Godwin. And he's into the end zone. Immer schafft's die KI, wenn sie unter Druck ist zum Schluss. Alle Pässe, es kommen alle Pässe an. Ja, ich kenne mich auch zu wenig aus. Muss ich auch zugeben. This one's over, let's be honest. Yeah, I agree with you totally on that one. Santos with the extra point and the lead down to 10. Kommt sicher noch ein Onside-Kick, oder? A drive that time of 6 plays and it's all finished off with a touchdown. Keine Ahnung, wie ich die verteidigen soll zum Schluss dann immer, wenn sie Gas geben. So 2 scores down, time definitely not an ally, but here comes the onside kick. And this is going to be recovered by the hands team. And that should just about put a capper on this one. They knew they needed a miracle. They had to have that onside kick. They didn't get it. Well, as we knew, even before they put the toe to the leather on that one, their chances of getting that done, slim and none. And I do believe we saw Slim just leave the door, didn't we? We did indeed. I think we're down to none. Eigentlich können wir abknien, oder? They'll run. It's Barner.
He juked him, and now running right through it. And down inside the 40 to about the 38. Achso, ich bin nicht im Ding, deswegen. Abknien wegen Verletzungsgefahr, Freunde. We've seen a lot of football where coaches decide maybe they get a little greedy. I don't know if they're doing it for stats. Victory formation. We've seen it happen in college, and how about in the NFL? The miracle of the Meadowlands. All they had to do was take a knee and the game was over. The Giants ran it one more time. Ball popped free. Philadelphia picks it up and wins the game. What year was that? 1978. I think it was in November. Ja, war knapper als... And Charles, I think when the schedule comes out, all teams, no matter Alles, wie es aussieht. Ich sag bis zur Halbzeit, war es knapp. Für meine bescheidenen Mittel, die ich zur Verfügung habe. They got it done and they feel very good about that victory. Passing, Rushing 126, ja, mit McCaffrey natürlich. Fast so viel wie, boah, Wahnsinn, im Prinzip fast gleich viel wie Passing Yards. Das ist ein guter Schnitt, glaube ich. Thomas geht da rein, hat noch ein paar gute Catches gemacht hier. Der zweite Tight End. 90% von Winston Completions, das ist auch geil. Hier schon mit 87,5 eigentlich gut mit Cam Newton. Selber nie gelaufen mit Cam Newton. Ich denke auch nie dran und traue mich nicht so hundertprozentig, aber wenn wir es mal probiert haben, hat es eigentlich eh funktioniert. Muss man auch dazu sagen. Das schaue ich mir später mal an. Herzlich Samuel. Ich den nicht als Answer Receiver. Der gefällt mir so gut, Freunde. Herzlich Samuel. Der gefällt mir so gut. Wo gehen wir in den Skill Point hin, Freunde? Fit. Session. Just on short and medium routes. Das ist geil. Ja. Da will ich ihn haben. Catching traffic, catching medium route und short route plus 2. Yes, yes, yes. Genau da will ich dich haben, Kumpel. Genau da will ich dich haben. Sehr geil. 18, ja, wie gesagt, gegen die Eagles kommt man ja nicht spielen. Da hat uns Marzio weitergedrückt. So, jetzt ist die Frage. Live Content Update, okay. Geht dann weiter zu den Steelers. Defense 85, dann sind wir auch gut am Start eigentlich. Entwickeln sich alle auch relativ gut. Free hier 95. Ins ja, Trucking hat er gar nicht so gutes. Agility 96, Acceleration 92, Break Tackle, ja, geht. Speed 91 ist auch sehr gut für den Running Back, glaube ich. Sehr gut, schneller Spieler. Ja, Juke Move, oh, Juke Move, Wahnsinn. Spin Move, da ist er gut,
Nicht so stark, aber schnell und wendig. Sicher so ein Martian Lynch einfach rein und ein paar mitnehmen, ist auch geil irgendwie. Jo, ja, mit Martian Lynch natürlich zum Beispiel alleine eine Saison nur aus Martian Lynch wäre auch irgendwie cool. So, liebe Freunde, wo sind wir jetzt? Start. Hast du jetzt schon gespielt, Marzio, eigentlich? Da musst du noch spielen. So, keine Spam. Na. Spielst du mit den Saints? Week 9? Ah, du hast schon genau, du hast schon gespielt. Das 20.17 verloren, Marzio, gegen die Rams mit den Saints. Ah, mit den Saints spielen wäre ja auch extrem geil. Das wäre auch extrem geil. Mit Drew Brees, Freunde. Saints muss ich mir auch überlegen. Das war ganz am Anfang oft. Ganz am Anfang auch eines meiner Lieblingsteams. Jetzt, eigentlich ist es ja New York auch. Ja, könnte man durchaus hier in den Schwierigkeitsgrad probieren auch. So, wir advancen mal. Nö, ich gehe nur auf Ready to Advanced. Das ist nur die Frage, hat das Marzio nicht gedrückt? Da frage ich ihm gleich, falls er es anschaut. Oh, Philipp auch schon wieder noch, oder noch immer auf. Cool. Neuer LT, Heavy Kiwi. Was, neuer LT? What? Left Tackle oder was? Wie, wo, neuer? Oh! Ah nein, das ist er. Wie meinst du das? Neuer Left Tackle oder was? Oder was? Kiwi? Hau nochmal rein in die Tasten, was du genau meinst. Habe ich gerade irgendwas übersehen, oder? Ich sage, ich bin nicht so der Experte. Trade Center ist aus eigentlich. Da habe ich das, glaube ich, gemacht, oder? Jetzt kommt. Irgendwas habe ich da gedrückt letztens, deswegen, da war der Marzio und dann hat er weiter gedrückt. Das war das, glaube ich, Marzio. Nö, lief gar nicht so schlecht, aber es war doch ein Ticken. Grundsätzlich hätte ich den Speed vielleicht, aber zu unkonstant irgendwie. Goalie hat passt, perfekt, dritter. An und für sich würde es passen, aber vielleicht das eine oder andere Prozent doch runter in Russland jetzt so. An und für sich nicht so schlecht, aber doch ein Ticken zu langsam. Ich für meine Verhältnisse. Aber sonst ganz okay soweit, muss ich sagen. Reifentechnisch alles top eigentlich. Von der Strategie her hat alles soweit gepasst. Also P10 habe ich gemacht, ja. Unterm Strich, für das ich eigentlich langsam war, Rennspeedmäßig leider nur, habe da nicht immer so die Runden hinbekommen, war es eigentlich gar nicht so schlecht. Aber das wird schon noch. Das wird schon noch. Ah, ich glaube 102, 103, das hätte ganz gut gepasst, glaube ich. Für das, dass ich im Prinzip 0 geübt habe, so gut wie nichts, kann man das glaube ich stehen lassen soweit. So, wo ist jetzt der Heavens Kiwi? Neuer LT, was für ein neuer? Left Tackle, was für, wie so ein neuer? Also ein Ersatz-Left Tackle wäre nicht schlecht, weil der Ersatzmann wäre hier der Right Guard, oder wie habe ich das verstehen? 82 plus 1? Ein anderer, das ist er. Der spielt ja schon Right Guard. Könnte das funktionieren? Oder meinst du, ich brauche einen? Ist der Kiwi jetzt weg, oder was? Hallo, Kiwi, schreib nochmal. Kiwi, schreib nochmal, was du meinst.
Ziff-Deckel, oh, Shorty mit guten Werten. Auch Po hier. Da haben wir zwei gute. Auch Peppers und Edison hier. Gute Line, glaube ich. Da haben wir eine sehr gute Line. Ich glaube, Kiwi ist schon wieder weg. Das gibt's nicht. Kiwi, schreib nochmal. Neuer LT. Was? Hast du das im Spiel gemeint oder was anderes? Jo, liebe Freunde. Da müssen wir eh warten, auch bis der Marzio weiter advanced, weil gespielt hat er ja eigentlich. Theoretisch könnte man weiter. Er wird es sicher anschauen, dann wird er sicher advancen, dass es weitergeht. Wenn nicht, tue ich weiter. Aber er hat die Partie eh gespielt jetzt in jeder Woche 9. Von dem her kann nichts passieren eigentlich. Jo. Jetzt ist die Frage, tue ich jetzt noch eine kleine Runde Dragon Age oder so? Ich weiß es gar nicht, Freunde. Football, schauen wir mal, ob man vielleicht am Freitag könnte eng werden. Wieder Freitag am Abend, Sonntag vielleicht. Montag, Dienstag habe ich auch noch mal Zeit. Ja, mal schauen. Mal schauen. Aber es geht definitiv weiter, Freunde, mit Phil. Und mit Marzio auch natürlich. Ja, durch er zweimal weitergedrückt hat, sind wir jetzt schon in der Runde Woche 10 natürlich. Das ist natürlich sehr geil. Aber mir würde natürlich auch irgendwas interessieren mit, ich weiß nicht, Marshall Lynch zum Beispiel eben. Nur ein Running Back spielen zum Spaß. Oder ein Running Back bei den, oder einen eigenen sogar. Oder einem vorhandenen. Ich glaube, den Barkley von New York, das wäre natürlich eine Möglichkeit, einfach da zu spielen auch. Zu versuchen, aber den spielt schon irgendwer von einem größeren, vor allem NFL-Kanal. Das wäre, glaube ich, nicht ganz so geil. Schade, dass Kibi nicht mehr schreibt, was er genau mit neuer LT meint. Vielleicht habe ich was verpeilt, ich weiß es nicht. So, wir schauen mal. Irgendein Trucking. Trucking Halfback. So, pass auf mal. Besten Wert hat Odell Beckham, ja. Und Shaquan Barkley. Beide New York und trotzdem ist New York so schlecht eingestuft eigentlich. Also ich bin bei den Giants. Sorry. So sind die Giants da eingestellt. Player Management. Oh. Linker Offense. Left. Outside Linebacker. Back von den Chicago Bears ist auch nice. Bobby Wagner, auch ein guter Middle Linebacker. Jawohl. Right End. Antonio Brown natürlich. Von Miller. Broncos, auch geil. J.J. Watt, Left End. Oh, Julio Jones hier. Eieiei. Ich wollte eigentlich schauen. Ich bin Quarterback. Patrick Mahomes. Der ist auch gut, ja. Der ist auch gut. Phil Rivers ist da dort. Vor Drew Brees, aber nicht im Ernst, oder? Ich bin jetzt nicht ganz so drin, aber Phil Rivers vor Brees hätte ich jetzt nicht gemacht. Cam Newton, da sind wir gar nicht so weit oben mit unserem Cam. Carson Wentz. So, eigentlich wollte ich ja den Halfback mir anschauen. Dot Gurley.
Not girly. 84er Trucking. Zweiter Part, McAfee vor Bell, ernsthaft? Geil. Bell hat 90 Trucking? Ernsthaft? Der ist doch eher ein Ding. Der ist verletzt auch. Ach du Scheiße. Das wäre bei den Steelers dann gar nicht so geil, wenn wir die Steelers spielen würden. Ezekiel Elliott, auch ein geiler. Elvin Kamara, ja, bei den Saints auch gut. Ja, ja. 96er Trucking hier. Marshall Lynch, Freunde. Aber insgesamt nur mehr 88er Overall. Von den Raiders. Auch verletzt. Gibt's ja nicht. Naja, gut. Jo, Freunde, dann würde ich sagen, ich lasse mir dann noch was überlegen. NHL wäre zwar irgendwie auch geil, aber ist nicht so ganz meins, muss ich sagen. Müsste ich vielleicht irgendwie mehr üben oder so, ich weiß nicht. Wäre zwar auch cool, aber vor allem es wäre auf Deutsch. Da würde man sich noch ein bisschen leichter tun. NBA-Ding, ja, Fußball. Müsste ich mir mal anschauen. Irgendwo in einer Liga mit St. Pauli habe ich eben 18 einmal ein paar Runden gespielt. Sind aber auch irgendwie eingeschlafen. Naja. Gut, für heute sage ich mal danke. Dragon Age, ob ich jetzt noch streame, ich weiß nicht. Hätte ich zwar immer vor, noch zum Schluss hier ein bisschen rumzu. Aber mal überlegen. Wird auf jeden Fall auch weitergehen. Auf jeden Fall morgen 100%ig geht es weiter mit Eleanor. Mal schauen, ob ich. Formel 1, ja, Japan möchte ich auf jeden Fall einen 50er fahren auch. Das werden wir aber entspannt einmal auf einen anderen Tag probieren. Vielleicht am. Achso, nach Freitag nicht, da fahren wir ja Ding. Japan wird dann vielleicht am. Ja, Montag, Sonntag, Montag oder Dienstag. Irgendwie da am Abend vielleicht. Werden wir es, glaube ich, fahren, ja. Ich glaube schon. Ich glaube schon. Dienstag Vormittag wird auch vielleicht gehen. Naja, mal schauen. Lassen wir uns überraschen. So, mit Madden machen wir mal Schluss heute. Ich sage danke fürs Zuschauen, liebe Freunde. Gehen wir mal gleich mal aus. Gute Nacht. Und ja. Ich überlege mir noch kurz, ob ich Dragon Age jetzt noch kurz streame vielleicht. Ansonsten geht es dann einfach morgen weiter. Ich sage noch einmal danke fürs Zuschauen. Und einfach dann, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.